Hallo zusammen! Es ist zwar noch nicht ein ganzes Jahr her, da habe ich ein Tutorial-Video zu Amazfit-Uhren gemacht, besser gesagt zur Navigation. Es gab jetzt in der Zeit aber schon einige neue Releases, einige Änderungen und ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ihr damit euren Amazfit-Uhren navigieren könnt und was die verschiedenen Modelle hier alles an Navigationsmöglichkeiten anbieten. Dafür habe ich auch das aktuelle Line-Up von Amazfit vorliegen. Wir sehen hier rechts außen die günstigste Variante mit der BIP 6, dann die Active 2, die Active Max bzw. Balance 2, als auch die T-Rex 3 Pro, einmal in der großen Variante und einmal in der kleinen Version. Alle Modelle von Amazfit bieten jetzt auch Offline-Karten für die Navigation an. Es gibt zwar bei den Karten gewisse Unterschiede, da kommen wir jetzt gleich drauf, aber um das zu verwenden, musst du auch die Karten direkt erstmal auf der Uhr installieren. Das heißt also, ihr habt bei Auslieferung jetzt hier kein Kartenmaterial auf der Uhr selbst. Was die Karteninstallation angeht, so ist es bei allen Uhren auch gleich und identisch. Es gibt nur einen kleinen Unterschied, zum Beispiel die BIP 6 oder auch die Active 2 haben hier keinen WLAN-Chip mit an Bord. Das heißt also, die Karteninstallation erfolgt hier komplett über Bluetooth und dauert auch länger. Und wie funktioniert das? Ganz einfach. Ihr geht jetzt hier auf das Gerät, hier rechts unten in der ZEP-App und dann scrollt ihr einfach hier auf euer Gerät, was ihr jetzt habt. Wir sind hier zum Beispiel, die BIP 6 ist jetzt ausgewählt. Ihr könnt natürlich auch eine andere Uhr auswählen. Wir gehen jetzt aber auf die BIP 6 und dann müsst ihr einfach herunterscrollen und dann gibt es hier unten den Menüpunkt Karte, ganz links unten ist in diesem Fall. Da geht ihr jetzt rein und hier bekommt ihr jetzt auch schon eine Region angezeigt, die ihr jetzt hier herunterladen könnt. Um die Größe der Karte zu ändern, könnt ihr einfach hier rauszoomen. Gehen wir einfach mit den 2 Fingern und zoomen hier rein. Sind auch hier schon aufgrund fehlender Speicherplatzes ein Gerät fehlgeschlagen. Das heißt also, es gibt natürlich eine gewisse Grenze, die ihr runterladen könnt. Ich habe jetzt auf der BIP 6 schon eine Karte drauf. Daher ist der Speicherplatz etwas kleiner und so könnt ihr dann euer Gebiet aussuchen, was ihr dann hier nutzen möchtet. Und hier kommt auch schon der erste Unterschied. Wir gucken es auch nochmal gleich genauer an. Die BIP 6 bietet uns hier nur einfache Karten an. Anders sieht es dann schon bei der Amazfit Active 2 aus. In diesem Fall die runde Version. Auch hier, wenn wir auf die Karten gehen, bekommen wir nämlich hier jetzt schon eine Basiskarte angeboten. Aber anders als bei der BIP 6 bekommt ihr auch hier Skikarten. Das heißt also, hier bekommst du dann auch die Skigebiete angezeigt, indem du dann hier unterwegs bist, falls du das dann hier heruntergeladen hast. Zu guter Letzt kommen wir dann noch zur Amazfit Active Max oder auch die Balance 2 bzw. die T-Rex 3 Pro in allen Varianten bzw. Größen. Da sieht es nochmal etwas anders aus, wenn wir zum Beispiel jetzt auf die Active Max gehen und hier auf Karten. Hier bekommt ihr nämlich dann Basiskarten angeboten, wie bei der BIP 6, Skikarten wieder bei der Active 2 und ihr bekommt auch noch topografische Karten angezeigt bzw. heruntergeladen. Das heißt also, hier siehst du dann auch die Gegebenheiten der Umgebung. Ja, eine Sache, die ich gerade beim Schnitt festgestellt habe, ich habe euch vergessen zu zeigen, wie man Karten eigentlich auf der Uhr löscht. Und das funktioniert bei allen Uhren hier identisch. Ich zeige es jetzt mal auf der T-Rex 3 Pro. Ganz einfach, ihr scrollt von oben nach unten runter und dann geht ihr bei eurer Uhr hier auf das Zahnrad, auf die Einstellung und hier geht ihr einfach dann bis zu den Karten. Da gibt es ein eigenes Kartenmenü, sehen wir auch hier schon in der Übersicht. Und zu einem könnt ihr dann sehen, auch hier die Kartenressourcen, was wir installiert haben. Sind jetzt hier die Basiskarten, Skikarten und dann auch hier die topografischen Karten. Und dann geht ihr einfach hier auf das Mülleimer-Symbol und dann könnt ihr auch schon die Karten direkt auf die Uhr löschen, beziehungsweise seht auch immer, wie viel Speicher ihr da verwendet. Und so könnt ihr dann auch weitere Karten wieder auf die Uhr herunterladen. Falls ihr zum Beispiel im Urlaub fahrt und hier einen anderen Standort braucht, ist das dann auf jeden Fall auch hier möglich mit den Karten. Und sehen wir hier, jetzt sind keine Karten mehr heruntergeladen. Und dann könnt ihr euch auch die Karten nicht mehr hier anzeigen bzw. verwalten. Und wenn wir uns die Karten nochmal genauer anschauen, ihr habt ja die Möglichkeit, auf euren Uhren hier auch in das Kartenwidget hineinzugehen. Ich bin momentan im Keller, deswegen finde ich jetzt hier kein GPS, beziehungsweise wird das hier oben angezeigt. Sehen wir hier einmal auf der Balance 2, Active 2 und auf der BIP 6 die Karten. Und hier gibt es dann auch einen kleinen Unterschied. Wie gesagt, die Balance 2 verfügt ja hier über topografische Karten. Ihr habt einmal die Möglichkeit, wenn ihr jetzt hier rechts oben auf die Krone drauf drückt, dann könnt ihr hier auch zoomen bzw. euch bewegen. Das ist möglich, beziehungsweise ihr könnt natürlich auch das Touch-Display benutzen. Könnt es einfach mal hier rauszoomen. Sehen wir hier unten links auch dann hier die Zoom-Stufe. Momentan sind das der kleine Strich hier 50 Meter. Und ihr seht auch, dass hier Straßennamen angezeigt werden. Das heißt also, wenn wir jetzt hier mal ins Wohngebiet reingehen, können wir dann auch sehen, hier der Nelkenweg. Oder ihr habt gerade gesehen, B3 wird auch ebenfalls mit angezeigt. Und wir sehen auch hier diese 200, das sind die topografischen Linien, die ihr hier mit angezeigt bekommt, beziehungsweise die Übersicht. Und da sind auch alle Trails mit dabei. Wenn wir uns das jetzt einfach mal auf der Balance 2 anschauen, können wir auch hier sehen, zum einen habt ihr natürlich rechts oben die Möglichkeit, hier auf den Knopf zu drücken, um auf Zoom und Bewegen zu gehen. Da drücken wir jetzt drauf und dann bekommt ihr hier so einen Button angezeigt. Und hier links
ist dann auch der Raster. Und wenn wir jetzt einfach hier mal rüber scrollen, sehen wir auch hier wird die B3 angezeigt. Das ist mit dabei, das ist die gelbe Linie hier. Und auch hier habt ihr dann Straßennamen mit dabei. Das heißt also, auch bei den einfachen Karten bekommt ihr dieses angeboten. Der Unterschied ist dann hier, wenn wir uns zum Beispiel hier das Gelände anschauen, ist das Grün etwas anders. Ich finde es bei der Balance 2 etwas Kontrast besser dargestellt, aber das ist natürlich ein bisschen Geschmackssache. Und wir bekommen hier keine topografischen Linien angezeigt. Das heißt also, ihr seht einfach nur die Wege. Im Vergleich zu hier, gleicher Berg, seht ihr dann auch hier die topografischen Linien bei der Balance 2. Bei der BIP 6 ist es dann ähnlich. Hier habt ihr die Möglichkeit, auch hier rechts oben auf die Taste zu drücken. Dann kommt ihr auf Zoomen und Bewegen. Und auch hier könnt ihr euch dann natürlich hier durch die Karte bewegen. Auch hier bekommt ihr selbst bei der günstigsten Variante Straßennamen angezeigt. Also ist auch alles dabei. Links habt ihr auch das Raster. Und wie auch schon bei der Active 2 gibt es dann aber hier keine topografischen Linien. Das heißt also auch einfach nur hier die Wege. Aber auch hier die Wege sind alle enthalten. Das heißt also, du kannst dich auch sehr gut mit diesen Karten hier orientieren. Neben den topografischen Karten gibt es aber noch einen kleinen weiteren Unterschied. Und zwar sind es die Points of Interest. Wenn wir uns auf der Balance 2 das anschauen, sehen wir hier ein Fotosymbol. Da ist ein Denkmal verbaut. Das bekommen wir so hier bei der Active 2 nicht angezeigt. Ihr bekommt zwar hier den Flussnamen, das sehen wir hier unten, die Hambach, das ist mit dabei, aber hier das Denkmal wird nicht als Point of Interest angezeigt. Das gleiche auch hier auf der BIP 6. Hier haben wir nur die Hambach, aber jetzt hier nicht das Denkmal. Oder es gibt bei uns zum Beispiel auch noch einen Parkplatz. Das sehen wir hier auf der Balance 2, bekommen wir das P für Parkplatz. Gleicher Ort jetzt hier auf der Active 2, da bekommen wir den Punkt hier nicht angezeigt. Die Points of Interest findet ihr auch auf der T-Rex 3 Pro, beziehungsweise auch hier auf der Active Max. Nur auf der BIP 6 bzw. Active 2 ist es dann leider nicht enthalten. Ihr habt hier auch die Möglichkeit, die Grundeinstellungen der Karten durchzuführen. Das heißt also, wie soll die Karte immer euch bei der Aktivität angezeigt werden? Das geht dann auch hier über das Kartenwidget. Und dafür geht ihr bei der Balance 2 ganz einfach rechts oben auf die Taste. Bei der Active 2 ist es genauso, beziehungsweise auch bei der BIP 6 rechts oben die Taste drücken. Dann landet ihr hier auf Zoomen und Bewegen. Aber es gibt dann auch noch Kartenstil, sehen wir auch hier, das können wir hier auswählen. Und dabei gibt es dann 3 Einstellungsstufen. Die erste ist in diesem Fall hier Automatisierung. Das bedeutet einfach, wenn du jetzt draußen unterwegs bist und es wird dunkel, dann kannst du auf automatisch stellen, dann geht die Karte in einen sogenannten Dark Mode. Das können wir uns auch nochmal kurz anschauen, wie das dann hier aussieht. Sehen wir hier, es ist schön dunkel dargestellt. Machen wir das einfach jetzt bei den anderen Karten auch mal ganz kurz, dass ihr das gesehen habt. Das heißt also, es ist dann sehr dunkel, ist augenschonend. Das könnt ihr dann nutzen. Beziehungsweise du kannst auch sagen, du möchtest es dauerhaft dunkel haben. Das ist natürlich möglich als Kartenstil. Oder dauerhaft hell. Das ist natürlich auch möglich, je nachdem, welche Variante du hier bevorzugst. Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Navigation ist natürlich dann auch die Planung der Route. Du kannst für alle Uhren hier einmal auf der ZEP-App selbst eine Route planen. Zu einem habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr nämlich jetzt hier auf Training geht, dann scrollt ihr einfach ganz runter. Und hier gibt es nämlich jetzt auf Android als auch auf dem iPhone hier die Möglichkeit, Routen zu erstellen. Das sehen wir jetzt hier. Da könnt ihr jetzt drauf gehen und dann werden auch Sportarten angeboten, für die ihr eine Route erstellen könnt. Sei es jetzt Laufen im Freien, Traillaufen, Wandern, Gehen, Rennradfahren. Wir nehmen jetzt einfach mal Traillaufen und dann bekommt ihr auch schon hier die Karte angeboten. Wir sehen hier, wir haben hier Mapbox-Karten im Angebot. Du hast dann auch die Möglichkeit, auf der ZEP-App links das Kartenlayout zu wählen. Sehen wir jetzt hier, es gibt dann zum Beispiel Satellit oder dann hier diese Outdoor-Karte. Und es gibt dann natürlich noch weitere Einstellungsmöglichkeiten. Zum einen natürlich die Ausrichtung. Du kannst dann auch hier sagen, Sportart ändern, wenn du eine andere Sportart machen möchtest. Das ist möglich. Als natürlich auch sagen, okay, ich möchte jetzt hier Traillauf Routenplanung oder manuell das machen. Ich nehme jetzt einfach mal die Routenplanung, dass die automatisch die Strecken zusammengefasst werden. Und dann hast du hier die Möglichkeit, einfach deine Strecke zu planen. Wir wählen einfach mit einem Tipp den Startpunkt aus und können dann einfach hier die Wege auswählen, die ihr laufen möchtet. Es gibt leider einen kleinen Nachteil. Wenn wir jetzt so leicht rauszoomen, könnt ihr sehen, dass die Wege verschwinden. Ihr braucht so eine gewisse Zoomstufe, um dann auch die Wege zu sehen. Und das finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Aber ihr habt zumindest die Möglichkeit, ohne jetzt einen Drittanbieter, der Geld kostet, hier für euch auch eine Route ganz einfach zu planen. Ihr seht unten dann auch den Verlauf der Strecke. Und ihr habt auch die Möglichkeit, wenn ihr auf dieses Burger-Menü hier geht, da drauf zu tippen und sagen, okay, ich möchte Start und Ziel tauschen und ich möchte eine Rückwegoption. Dann bekommt ihr das auch angeboten. Oder ihr könnt auch sagen, wir gehen hier zurück. Das ist natürlich dann auch ohne Probleme möglich. Und so habt ihr zumindest hier eine Option, mitten in der ZEP-App auch hier eine eigene Route zu planen. Und gehen wir einfach auf Route speichern. Und dann kannst du auch diese Route für dich speichern bzw. dann hier verwenden.
oder an ein Gerät senden. Sind jetzt hier alle Geräte, die aktiviert sind, werden mir dann angezeigt und dann wird die Strecke dann auch hier übertragen. Das ist aber noch nicht alles, was du nutzen kannst. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, Komoot zu nutzen. Voraussetzung dafür ist aber erstens, dass du entweder ein Premium-Abo hast oder ein Weltpaket, damit die Strecke synchronisiert wird. Aber wie funktioniert das? Dafür gehen wir einfach hier auf den Startbildschirm, dann rechts oben auf das Männchen und dann gibt es hier nämlich Verknüpfung zu Drittanbieterkonten. Da geht ihr drauf und hier gibt es dann auch Komoot. Da habt ihr eine Auswahl. Da könnt ihr jetzt drauf gehen und dann könnt ihr einmal hier das Ganze connecten. Und wenn ihr jetzt Strecken von Komoot auf die übertragen möchtet, dann musst du auch hier genau an die gleiche Stelle wieder reingehen, wie wir gerade eben reingegangen sind. Dann gehen wir auf Import Straßen und hier bekommt ihr dann alle Sachen angeboten, die wir geplant haben. Und das ganz Tolle ist, dass ja auch geplant und fertig unterschieden wird. Das heißt also auch gemachte Routen werden angezeigt, die kannst du dann übertragen. Das ist auch möglich. Das ist jetzt hier mein Testballon, den ich gerade gemacht habe, weil alle Strecken, die ihr auch aufgezeichnet habt, werden dann auch auf Komoot hochgeladen und können natürlich dann auch hier wieder verwendet werden. Wir gehen jetzt einfach mal auf eine geplante Strecke. Wir nehmen jetzt einfach mal hier Blick auf das Oberfeld. Das wählen wir jetzt aus. Und dann sagen wir hier, möchten wir speichern. Dann gehen wir auf Speichern und dann wird das Ganze dann auch hier unter Routen gespeichert. Ihr könnt es auch direkt schon an ein Gerät senden oder ihr könnt sogar hier nochmal direkt bearbeiten. Das heißt zum Beispiel jetzt hier, das war jetzt eine Mountainbike-Strecke und dann könnt ihr auch hier nochmal was machen. Ich persönlich bearbeite es dann beliebigerweise auf Komoot. Wenn wir jetzt einfach nochmal zurückgehen, wir haben ja gerade gelesen, dass das unter Routen gespeichert wird. Das heißt also, du kannst im Nachgang auch hier die Strecken nachimportieren und dafür geht ihr ganz einfach hier auf Training, sehen wir hier, scrollt ganz runter und hier gibt es dann meine Routen. Hier werden alle Routen abgespeichert, die ihr dann hier hinterlegt habt. Wir sehen hier zum Beispiel Komoot-Route, die wir jetzt hier haben oder dann auch eigene Routen, die ich schon gemacht habe, werden ebenfalls hier mit angezeigt und diese kannst du dann hier direkt auf die Uhr übertragen. Da gehst du einfach drauf, sagst hier an Gerät senden und dann kannst du einfach sagen, okay, an die Active Max und dann wird das auch direkt übertragen, beziehungsweise geht dann auch ganz schnell. Was leider nicht unterstützt wird, sind dann Strava-Routen. Das heißt also, du kannst zwar Strava-Daten hochladen, das was du gemacht hast, aber Routen werden leider nicht synchronisiert. Was du aber noch machen kannst, ist dann auch GPX-Dateien zu importieren. Das heißt also, wenn du jetzt irgendein Programm hast, das GPX-Dateien exportiert, kannst du diese auch in die Zap-App importieren. Ich zeige euch das jetzt einfach mal auf Komoot. Dafür gehen wir einfach auf eine Strecke, die ich jetzt gemacht habe. Und diese können wir mit den 3 Punkten auch als GPX-Datei herunterladen bzw. exportieren. Da gehen wir jetzt einfach drauf, wählen das aus. Und hier müsst ihr einfach dann eure App auswählen, die ihr dann nutzen möchtet. In diesem Fall sehen wir hier meine App-Übersicht und dann gehen wir einfach ganz runter auf Zap und das wählen wir aus. Und dann wird auch die Route direkt übertragen bzw. könnt ihr dann auch hier speichern. Und so habt ihr auch Möglichkeiten, GPX-Dateien auf die Zap-App zu übertragen bzw. die Routen dann auf die Uhr zu speichern. Die T-Rex 3 Pro bietet uns aber noch etwas mehr an Funktionen. Deswegen bin ich jetzt auch rausgegangen, weil es nur draußen funktioniert. Ihr habt nämlich hier mit der T-Rex 3 Pro eine routingfähige Uhr. Das können die Balance 2 zum Beispiel nicht oder auch die anderen Uhren, die ich euch gezeigt habe. Das ist momentan nur bei der T-Rex 3 Pro möglich. Was heißt das konkret? Ganz einfach. Wenn wir jetzt hier mal in das Kartenmenü hineingehen, wählen jetzt einfach hier mal das Widget aus für die Karten, dann bekommt ihr auch ganz klassisch die Karten angezeigt, wie wir es jetzt auch schon kennen. Satellit ist jetzt einfach gerade hier für die Suche des GPS. Ihr könnt dann rechts oben auf das Burger-Menü drauf gehen und dann bekommen wir auch alle Menüs angezeigt, die wir gerade eben gesehen haben. Es gibt dann aber ein neues und zwar die Navigation selbst. Wenn wir das jetzt einfach mal auswählen, könnt ihr nämlich sagen, meine Route, mein Standort, also ganz bekannt, das haben wir gerade schon gesehen. Aber es gibt auch das Thema Umgebung erkunden. Das heißt also, ihr bekommt hier auch sogenannte Points of Interest auf die Uhr direkt angezeigt, sei es Toiletten, Cafés, Parks, Bar, Restaurants, Notfall oder auch andere Sachen könnt ihr euch hier anzeigen lassen. Wir gehen jetzt einfach mal auf Unterkunft, das wählen wir aus und dann wird auch schon direkt gesucht, was hier alles in der Umgebung ist. Da sehen wir jetzt alle Hotels, die dabei sind und ihr habt dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte zum Beispiel jetzt hier zum, nehmen wir mal einfach Totalmühle oder Hotel Jäger, das wählen wir jetzt einfach aus, rechts oben und dann sage ich hier Geradliniennavigation oder ich möchte eine Routennavigation. Das ist möglich. Ihr könnt auch den Punkt direkt nochmal vorher anschauen. Das ist eine Option. Dann sehen wir hier auch schon mal die Daten, wo das genau ist. Und ihr könnt dann auch sagen, okay, ich möchte einen aktuellen Standort speichern. Das ist eine Möglichkeit. Oder ihr könnt einfach hingehen und sagen, okay, ich möchte jetzt hier eine Routennavigation haben und ich bin zum Beispiel jetzt hier mit dem Fahrrad unterwegs. Dann sage ich hier Fahrrad auswählen
und dann wird auch direkt die Route zu dem Hotel berechnet, was wir gerade ausgewählt haben. Und das seht ihr jetzt in echt live. Ich habe jetzt hier nichts beschleunigt. Und so bekommt jetzt auch direkt hier die Navigation angezeigt, beziehungsweise die Route zu dem Hotel. Das ist hier drüben. Wir sind aktuell hier. Und dann könnt ihr sagen, hier rechts oben möchte ich losstarten. Und dann könnt ihr dann auch hier losfahren. Das funktioniert mit allen Points of Interest, die wir hier auf der Uhr haben. Das ist aber noch nicht alles, was uns hier die T-Rex 3 Pro anbietet. Wenn ihr auch hier nochmal auf das Burger-Menü drauf geht und auf Navigation, gibt es auch die Möglichkeit eines sogenannten Round-Trip-Routing. Das heißt also, wir können uns eine Rundreise erstellen. Das ist gerade interessant, wenn du jetzt mal nicht planen möchtest und sagst, okay, ich möchte eine gewisse Distanz laufen, dann kann die Uhr das für euch auch machen. Unterstützt wird das Ganze fürs Laufen, fürs Gehen und fürs Outdoor-Radfahren. Wir nehmen jetzt einfach mal hier Laufen und sage ich hier, ich möchte zum Beispiel jetzt hier Richtung Westen laufen, also Himmelsrichtung, und ich möchte jetzt hier, nehmen wir einfach mal eine längere Strecke, sagen wir jetzt mal 12 Kilometer, sagen okay, und dann wird auch schon hier eine Route berechnet. Ihr seht hier, zählt es dann gerade hoch, das funktioniert auch relativ schnell. Es ist nicht so ganz optimal, manchmal kommen noch nicht so gute Wege raus und dann sehen wir auch schon hier den Verlauf. Einmal hier direkt entlang, es ist bei mir jetzt auch auf keiner Straße und es ist soweit okay, es ist nicht die beste Strecke, aber auf jeden Fall eine Möglichkeit. Oder du hast auch die Option zu sagen, okay, die Route passt mir jetzt nicht, dann gehst du einfach auf die Back-Taste und sagst, okay, ich möchte zum Beispiel jetzt vielleicht dann doch andere Strecke laufen, 14 Kilometer, wählst du das nochmal aus und dann hast du auch die Möglichkeit, hin und her zu switchen. Was leider noch nicht gibt, ist, dass mehr Routen gleich berechnet werden, wie bei Garmin, wo dann 3 Routen vorgeschlagen werden. Das ist immer nur eine Strecke. Man sieht hier, ist auch immer ziemlich ähnlich, was den Verlauf hier angeht. Aber das ist, wie gesagt, nur mit der T-Rex 3 Pro aktuell möglich. Und wenn ihr eine Route geplant habt, möchtet ihr euch natürlich auch diese Route ablaufen, beziehungsweise eine Aktivität aufzeichnen. Das geht bei allen Uhren auch identisch. Ihr geht dafür in die Aktivitätseinstellung hinein. Ich zeige es jetzt einfach mal mit Outdoor Laufen. Das funktioniert natürlich auch beim Wandern oder beim Radfahren. Ihr geht einmal ganz normal in die Aktivität hinein und bei allen Uhren scrollt ihr einfach mal in die Einstellung. Dann kommt ihr auch direkt schon in die Übersicht und hier gibt es dann einfach eine Navigationseinstellung. Die könnt ihr hier auswählen. Da gehen wir jetzt einfach drauf und dann seht ihr auch schon mal die Möglichkeiten, die ihr habt. Einmal meine Route, das ist bei allen Uhren identisch. Dann mein Standort könnt ihr machen, könnt ihr euren Standort anzeigen lassen oder auch den aktuellen Standort speichern, das ist bei allen hier möglich. Und was für den einen oder anderen dann auch interessant ist, die Navigationseinstellung selbst. Da gehen wir jetzt auch nochmal rein und hier könnt ihr nämlich ein paar Vorkonfigurationen vornehmen für die Aktivität. Zum einen mal die Richtung Ausgangspunkt ist die Vorwärtsstrecke, das heißt also, du könntest auch sagen, wenn du drauf gehst, dass die Strecke zurückläufst, die du geplant hast, das ist bei allen Uhren identisch. Du kannst die Navigationsansicht einstellen. Wir sehen jetzt hier Norden nach oben. Wenn ihr Richtung nach oben oder Richtung oben auswählt, dann richtet sich die Karte nach eurer Laufrichtung aus. Und wie ihr seht, könnt ihr das bei der Balance 2 einstellen. Als dann auch bei der Active 2 ist das möglich. Wo es nicht möglich ist, bei der BIP 6. Das heißt also, bei der BIP 6 ist die Karte immer genordet, egal wie du läufst. Die Laufrichtungseinstellung funktioniert auch bei der Active Max, bei der T-Rex 3 Pro in allen Größen. Das heißt also, nur die BIP 6 hat diese Möglichkeit leider nicht. Und ihr könnt natürlich auch wieder hier zurückgehen. Dann gehen wir einfach mal zurück. Und dann sehen wir auch hier nochmal die Navigationserinnerung könnt ihr einstellen. Das heißt also, wann möchte ich hier einen Abweichungsalarm haben? Ich habe jetzt hier 50 Meter. Abbiegenerinnerung könnt ihr einstellen, Wegpunkterinnerung als auch Gefälleerinnerung. Kommen wir gleich noch drauf zu. Bei der Balance 2 ist es dann nur die Warnstreckenabweichung, die du einstellen kannst. Du kannst auch auf 20 Meter gehen oder auf höher oder ganz ausstellen. Und du kannst auch noch die Routenfarbe einstellen. Du kannst sagen, okay, ich möchte hier eine andere Farbe haben, falls es für dich ein relevanter Punkt ist. Und bei der BIP 6 sehen wir auch hier die Warnstreckeabweichung können wir einstellen auf 20, 50 oder 100 Meter oder ganz aus, wie bei den anderen Uhren auch. Und auch hier können wir die Routenfarbe einstellen, wie auch bei den anderen Uhren, der Active Max als auch T-Rex 3 Pro ist es natürlich auch möglich. Aber ich würde sagen, wir wählen jetzt einfach mal eine Route aus. Da gehen wir einfach hier auf meine Route. Und sobald ihr meine Route ausgewählt habt, bekommt ihr alle Routen angezeigt, die auf der Uhr hinterlegt sind. Wir sehen jetzt hier die Amazfit-Planung. Um meine Route auszuwählen, tippt ihr einfach hier drauf, wählt es dann aus. Dann sehen wir auch hier schon Strecke verwenden oder Strecke Vorschau. Ihr könnt euch das natürlich nochmal hier in der Karte genauer anschauen. Das ist natürlich auch möglich. Seht ihr hier auch nochmal den Verlauf der Strecke. Wird euch nochmal schön angezeigt. Und ihr könnt natürlich auch zurückgehen und sagen, okay, ich möchte diese entfernen
oder einen Ausgangspunkt ändern. Das heißt also, ich möchte auch hier nochmal rückwärts oder vorwärts laufen, der Strecke, das ist natürlich hier möglich. Oder ihr geht einfach hier oben auf Strecke verwenden, dann wird die Strecke dann auch direkt hier ausgewählt bzw. kann dann verwendet werden. Was leider momentan nicht funktioniert, sind dann hier Trainingseinheiten parallel. Das heißt also, wenn du eigene Trainings geplant hast, das geht nicht. Aber solltest du den Coach verwenden, den kannst du dann aber hier nutzen. Und sobald du die Route ausgewählt hast, kannst du dann auch hier auf Go gehen. Wie gesagt, wie im Keller, ich überspringe das jetzt einfach mal. Dann bekommst du auch alles hier angezeigt. Sehen wir auch hier schon die Trainingsfenster bzw. die Übersicht. Und wenn wir jetzt hochscrollen, dann sehen wir dann auch schon die Karte. Das haben wir ja gerade eben schon gesehen. Da hast du dann die Möglichkeit, das nochmal genauer anzuschauen. Und du bekommst natürlich hier alle Trainingsdaten angezeigt. Es gibt dann aber einen Unterschied, was die Datenfelder angeht. Die BIP 6 verfügt ja hier nicht über einen barometrischen Höhenmesser. Das heißt, du bekommst hier dann auch keine Live-Höhen angezeigt, wie zum Beispiel bei der Active 2. Hier siehst du nämlich dann den Höhenverlauf, nochmal genau, in welcher Höhe du gerade unterwegs bist. Bei der Balance 2 sieht es nochmal etwas anders aus. Du bekommst hier mehrere Daten. Zum einen bekommst du dann hier zum Beispiel auch dann direkt die Höhe angezeigt, die du aktuell hast. Aber es gibt dann auch die aktuelle Steigung. Das heißt also, wir bekommen hier auch eine Steigungsanalyse. Momentan sind wir nicht unterwegs, deswegen sehen wir jetzt auch noch keinen Aufstieg. Du bekommst auch einen Steigungsalarm und siehst dann hier direkt an der Steigung selbst, wie weit du dann hier fortgeschritten bist und hast das hier mit im Überblick. Es gibt natürlich dann auch eine Übersicht der Gesamthöhe, die wird dir hier angezeigt. Das ist natürlich dann auch hier möglich, beziehungsweise oben werden auch die verbleibende Distanz auf der Karte selbst angezeigt. Das aber bei allen Uhren dann wieder identisch, das sind hier verbleibende Kilometer. Das habt ihr dann auch mit dabei. Es wird momentan jetzt hier mit 0 angezeigt. Wie gesagt, ich bin auch hier immer noch im Keller. Aber auch während der Navigation kannst du dann noch Einstellungen durchführen. Wenn du hier einfach rüberwischst von links nach rechts, kommst du hier in ein Menü hinein. Wir sind jetzt auch hier bei der Balance 2, wenn wir von links nach rechts wischen. Und zwar gibt es hier Navigation. Das könnt ihr auswählen. Zu einem habt ihr die Option, hier die Navigation direkt zu beenden. Oder ihr könnt auch zum Ausgangspunkt zurück navigieren. Das heißt also Rückweg. Das bedeutet dann einfach hier ja, den gleichen Weg zurück, den du gelaufen bist. Oder auch eine gerade Linie. Oder du hast auch die Möglichkeit, hier Navigationseinstellungen durchzuführen. Das heißt also, hier kommen wir dann wieder ins Einstellungsmenü hinein, was wir vorher gesehen haben. So könnt ihr dann auch hier nochmal alles anpassen, falls es für euch nicht passt. Oder du hast dann auch die Option, wie gesagt, die Navigation ganz zu beenden. Das heißt also, wenn du jetzt einfach deine Aktivität weiter aufzeichnen möchtest, gehst du einfach hier drauf und dann sagst du hier zum Beispiel, ja, ich möchte jetzt hier Navigation verwerfen. Das ist auf jeden Fall dann auch hier möglich. Und dann sagen wir hier verwerfen. Und du hast dann auch die Möglichkeit, wenn du diese verworfen hast und du bist jetzt hier auf einer Route unterwegs, da gehen wir jetzt einfach mal kurz zurück, um das nochmal zu demonstrieren. Hier von links nach rechts, auch hier nochmal auf Navigation. Dann kannst du auch einfach die Route ändern. Das ist dann auch hier mit allen Uhren möglich. Ich zeige es nochmal ganz kurz auf der BIP 6. Wir sagen auch hier Navigation und Navigation verwerfen. Und auch hier kannst du sagen, okay, ich möchte eine andere Route auswählen. Das ist auf jeden Fall dann auch möglich und geht auch verwenden. Und so habt ihr dann auch die Möglichkeit, während der Tour auch hier noch Anpassungen durchzuführen oder durchzumachen, wenn ihr das benötigt. Ja, ich wollte euch an dieser Stelle einfach mal die Möglichkeiten zeigen, wie du hier mit deiner Amazfit-Uhr eine Navigation durchführen kannst. Du kannst auch gerne mal in den Kommentar schreiben, was du von der Navigation von Amazfit hältst, falls du eine Amazfit-Uhr hast. Oder kommt eine Amazfit-Uhr für dich in Frage? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr zum Thema Amazfit sehen möchtest, ich habe auch alle Uhren mal getestet, da kannst du unten mal reinschauen. Oder wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe auch eine Best-of-Playlist, da kannst du mal reinschauen, was jetzt sonst noch alles auf dem Kanal stattfindet. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich, der Algorithmus. Ansonsten bin deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.